Der Etana-Mythos, wie viele andere antike Geschichten, hat seinen Weg in die moderne Popkultur gefunden, insbesondere durch die Brille der Präastronautik. Bücher, Filme und Fernsehsendungen haben immer wieder das Thema aufgegriffen, dass Götter in Wahrheit außerirdische Wesen sein könnten. Ein bekanntes Beispiel ist die Fernsehserie Stargate, die die Idee einer alten außerirdischen Rasse, die die Menschheit beeinflusst, populär gemacht hat. Solche Darstellungen basieren oft auf Mythen wie dem von Etana, die als Grundlage für Erzählungen über übernatürliche Technologien und kosmische Mysterien dienen. Auch in der Literatur hat der Etana-Mythos seine Spuren hinterlassen. Autoren wie Erich von Däniken und Zecharia Sitchin haben in ihren Büchern die Idee verbreitet, dass viele der biblischen und antiken Geschichten auf tatsächlichen außerirdischen Besuchen basieren. Sie nutzen Geschichten wie die von Etana, um ihre Theorien zu untermauern und die Vorstellung zu verbreiten, dass die Menschheit schon immer von fortschrittlichen Wesen aus dem All beeinflusst wurde. Das Ziel dieses Videos ist es, den Etana-Mythos nicht nur als kulturelles Artefakt zu betrachten, sondern ihn im Licht der Präastronautik zu untersuchen. Wir werden uns dabei auf folgende Fragen konzentrieren. Wie könnte der Etana-Mythos im Kontext der Präastronautik-Theorie interpretiert werden? Welche Hinweise auf fortschrittliche Technologien oder außerirdische Interventionen finden sich im Text? Welche Parallelen gibt es zu anderen Mythen und Kulturen, die ähnliche Themen von Himmelsreisen und göttlicher Hilfe behandeln? Wie wird der Etana-Mythos in der modernen Präastronautik-Bewegung rezipiert und welche Bedeutung hat er heute? Durch die Untersuchung dieser und weiterer Fragen werden wir ein umfassendes Bild davon zeichnen, wie die Präastronautik-Theorie den Etana-Mythos interpretiert und welche Implikationen dies für unser Verständnis der Menschheitsgeschichte haben könnte. Der Etana-Mythos gehört zu den faszinierendsten Erzählungen der sumerischen und babylonischen Mythologie. Diese uralte Geschichte dreht sich um Etana, den legendären König von Kish, der verzweifelt nach einer Möglichkeit sucht, die Nachfolge seines Throns zu sichern. Auf seiner Suche nach einem Erben wird er von einem Adler in den Himmel getragen, um die Pflanze der Fruchtbarkeit zu finden. Der Mythos bietet nicht nur Einblicke in die religiösen und kulturellen Überzeugungen des alten Mesopotamien, sondern stellt auch tiefgreifende Fragen über die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Aus der Sicht eines Präastronautikers, der die Theorie vertritt, dass fortschrittliche außerirdische Zivilisationen in der Vergangenheit die Erde besucht und die menschliche Geschichte beeinflusst haben, bietet der Etana-Mythos faszinierende Interpretationsmöglichkeiten. Präastronautik-Enthusiasten sehen in der Himmelsreise Etanas nicht nur ein spirituelles oder metaphorisches Element, sondern möglicherweise auch eine Beschreibung eines technologischen Ereignisses, wie etwa die Benutzung eines außerirdischen Fluggeräts. Außerdem wollen wir den Etana-Mythos aus der Perspektive der Präastronautik-Theorie analysieren. Wir werden die einzelnen Elemente des Mythos untersuchen und ihre möglichen außerirdischen Ursprünge beleuchten. Dabei werden wir die Symbolik des Adlers, die Himmelsreise und die Suche nach der Fruchtbarkeit in den Kontext moderner Vorstellungen von außerirdischer Technologie und Intervention stellen. Die Präastronautik-Theorie stellt eine provokative und umstrittene Sichtweise dar, die nicht nur Mythen wie den von Etana, sondern auch viele andere antike Erzählungen neu interpretiert. Der Etana-Mythos erzählt von einer Zeit, als die Götter Kish ohne König gelassen hatten und die Menschen zu ihnen beteten, um einen Herrscher zu finden, der sie führen würde. In dieser Notlage wurde Etana, ein einfacher Hirte, von den Göttern auserwählt, König zu werden. Doch trotz seiner Ernennung hatte Etana mit der Unfruchtbarkeit seiner Frau zu kämpfen, was ihn dazu zwang, nach der Pflanze der Geburt zu suchen, die ihr helfen könnte, ein Kind zu empfangen. Während seiner Suche betete Etana regelmäßig zu Shamash, dem Sonnengott, und bat um göttliche Unterstützung. Eines Tages zeigte sich Shamash gnädig und wies Etana an, zu einem bestimmten Berg zu gehen, wo er einen Adler finden würde. Dieser Adler befand sich in einer misslichen Lage, er war gefangen und hilflos, weil er von den Göttern bestraft worden war, nachdem er einen Eid gebrochen und die Küken eines anderen heiligen Vogels gefressen hatte. Etana fand den Adler und half ihm, sich zu befreien.
Als Dank bot der Adler an, Etana in den Himmel zu tragen, um die Götter zu erreichen und die Pflanze der Geburt zu erhalten. Die Reise begann, und der Adler flog mit Etana auf seinem Rücken immer höher. In der ersten Himmelsstufe sah Etana die Erde unter sich, die Kontinente, die Berge und die Meere breiteten sich wie Teppiche aus. In der zweiten Stufe erschienen die Ozeane wie Wassergräben, und die Menschen und Städte waren nur noch winzige Punkte. Etana, erstaunt über das, was er sah, hielt sich fest, während sie weiter stiegen. Je höher sie flogen, desto mehr verschwammen die Details, und die Erde wurde zu einem kleinen Punkt im endlosen Blau des Himmels. Schließlich erreichten sie die höchste Sphäre, den Wohnsitz der Götter, wo Etana hoffte, die Pflanze der Geburt zu finden. Doch anstatt die Pflanze sofort zu erhalten, erlebte Etana Zweifel und Angst, als er in die schwindelerregende Tiefe unter sich blickte. Von Furcht ergriffen, bat Etana den Adler, ihn sicher zur Erde zurückzubringen. Der Adler folgte seiner Bitte, und gemeinsam kehrten sie zurück, ohne die Pflanze der Geburt erlangt zu haben. Der Mythos endet offen, ohne dass klar ist, ob Etana seine Suche nach der Pflanze fortsetzt oder akzeptiert, dass sein Schicksal vielleicht anders verlaufen soll. Die Geschichte von Etana ist nicht nur eine Erzählung über die Macht der Götter und die Suche nach göttlicher Hilfe, sondern auch ein Gleichnis für die menschliche Sehnsucht nach Lösungen für Probleme, die weit über die menschliche Kontrolle hinausgehen. Etana steht als Symbol für den König, der sich mit seiner Menschlichkeit und den Grenzen seiner Macht auseinandersetzt, während er in den Sternen nach Antworten sucht. Ursprünge und historische Bedeutung. Der Etana-Mythos ist tief in der Geschichte des alten Mesopotamien verwurzelt, einer Region, die als Wiege der Zivilisation gilt. Die Geschichte stammt aus der Zeit der sumerischen und später babylonischen Kultur und wurde auf Keilschrifttafeln aufgezeichnet, die bis ins 18. Jahrhundert vor Christus zurückreichen. Etana, eine historische oder möglicherweise halbmythische Figur, soll der 13. König von Kisch gewesen sein, einer der frühesten Städte in Mesopotamien. Die Erzählung beginnt mit Etanas Unfähigkeit, einen Erben zu zeugen, was seine Herrschaft bedroht. Auf der Suche nach einer Lösung wird Etana von einem Adler unterstützt, der ihm anbietet, ihn in den Himmel zu tragen, um die Pflanze der Geburt zu finden. Diese Pflanze soll ihm helfen, einen Erben zu zeugen und seine Herrschaft zu sichern. Die Reise in den Himmel ist ein zentraler Punkt des Mythos und wird oft als Allegorie für das Streben nach göttlicher Hilfe interpretiert. Der Etana-Mythos ist nicht nur eine einfache Geschichte über königliche Nachfolge, sondern auch eine Reflexion über die Grenzen der menschlichen Macht und die Sehnsucht nach göttlicher Intervention. Er verkörpert das Bestreben des Menschen, seine eigenen Fähigkeiten zu übertreffen und durch die Hilfe höherer Mächte Probleme zu lösen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen. Der Mythos konzentriert sich auf zwei Hauptcharaktere, Etana, den König, und den Adler, der als Vermittler zwischen dem irdischen und dem göttlichen Bereich fungiert. Die Handlung beginnt, als Etana betet, dass ihm die Pflanze der Geburt gewährt wird, um seine Nachfolge zu sichern. Ein Adler, der zuvor von den Göttern bestraft wurde, weil er einen anderen Vogel verraten hatte, sieht in Etana eine Gelegenheit, seine eigene Gunst bei den Göttern wiederzugewinnen. Der Adler bietet Etana seine Hilfe an und trägt ihn in mehreren Etappen in den Himmel. Die Beschreibung dieser Himmelsreise ist detailliert und farbenreich. Etana sieht die Erde aus großer Höhe, die Meere und Kontinente aus der Vogelperspektive. In der höchsten Sphäre angelangt, suchen sie die Götter auf, um die Pflanze der Geburt zu erlangen. Die genaue Art der Pflanze bleibt vage, aber sie symbolisiert Fruchtbarkeit und die Fähigkeit, Leben zu erschaffen. Der Adler im Mythos symbolisiert mehrere Konzepte, darunter Macht, Freiheit und das Überwinden irdischer Grenzen. Die Himmelsreise selbst kann als Symbol für den menschlichen Wunsch nach Unsterblichkeit oder nach Kontakt mit dem Göttlichen gesehen werden. Etanas Suche nach der Pflanze der Geburt steht für das Streben nach Kontinuität, Erbe und der Bewältigung von Herausforderungen, die die menschliche Existenz bedrohen. Aus der Sicht der Präastronautik könnten diese Symbole jedoch auch konkrete technologische Beschreibungen sein.
Der Adler könnte als Metapher für ein Fluggerät oder ein Raumschiff stehen, und die Himmelsreise könnte eine Beschreibung eines tatsächlichen Aufstiegs in den Weltraum sein. Die Pflanze der Geburt könnte eine fortschrittliche biotechnologische Lösung repräsentieren, die von einer außerirdischen Zivilisation zur Verfügung gestellt wurde. Im Etana-Mythos spielt der Adler eine zentrale Rolle als Vermittler zwischen der Erde und dem Himmel. Er wird nicht nur als einfacher Vogel dargestellt, sondern als mächtige Kreatur mit direktem Zugang zu den Göttern und der Fähigkeit, zwischen den Welten zu reisen. In der antiken Symbolik steht der Adler oft für königliche Macht, göttliche Botschaft und Überlegenheit. Seine Fähigkeit, hoch zu fliegen und große Entfernungen zu überwinden, macht ihn zu einem idealen Begleiter für Etana auf seiner Suche nach der Pflanze der Geburt. Aus der Perspektive der Präastronautik könnte der Adler jedoch mehr als nur ein mythologisches Symbol sein. Präastronautiker argumentieren, dass der Adler in Wahrheit eine Metapher für eine fortschrittliche Technologie sein könnte, möglicherweise ein Fluggerät oder ein außerirdisches Raumschiff, das in der Lage ist, Menschen in den Himmel zu transportieren. Diese Interpretation stützt sich auf die detaillierten Beschreibungen der Himmelsreise, die mit modernen Vorstellungen von Luft- oder Raumfahrt in Einklang stehen könnten. Die Darstellung des Adlers im Mythos legt nahe, dass es sich um ein Wesen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten handelt, die weit über die eines normalen Vogels hinausgehen. Seine Rolle als Vermittler und Transportmittel zwischen dem irdischen König und den himmlischen Göttern lässt sich in der Präastronautik als Darstellung einer Technologie interpretieren, die den Menschen in eine Sphäre hebt, die sonst unerreichbar wäre. Dies könnte auf den Einsatz von Raumschiffen oder anderen Fluggeräten hinweisen, die von fortgeschrittenen außerirdischen Besuchern genutzt wurden, um die Erde zu bereisen. Die Himmelsreise ist ein zentrales Element des Etana-Mythos. In der Erzählung beschreibt Etana, wie er zusammen mit dem Adler immer höher steigt und die Erde aus einer Perspektive sieht, die einem modernen Astronauten vertraut wäre. Diese detaillierten Beschreibungen des Himmels und der Erde aus der Ferne könnten darauf hinweisen, dass die Menschen in der Antike eine Vorstellung von der Erde als Kugel oder zumindest von ihrer Struktur hatten, ein Wissen, das normalerweise nicht in so frühen Zivilisationen erwartet wird. Präastronautik-Enthusiasten sehen in dieser Beschreibung einen klaren Hinweis auf eine tatsächliche Himmelsreise, die nur durch fortschrittliche Technologie möglich gewesen wäre. Die Frage, die sich hierbei stellt, ist, ob diese Technologie von Menschen entwickelt wurde, was historisch unwahrscheinlich erscheint, oder ob sie von externen Akteuren, möglicherweise außerirdischen Besuchern, eingeführt wurde. Diese Theorie wird durch die Vorstellung unterstützt, dass die Götter, die in vielen alten Mythen beschrieben werden, in Wirklichkeit fortgeschrittene Wesen aus dem Weltraum sein könnten, die als Götter verehrt wurden, weil sie über Technologien verfügten, die für die Menschen der Antike unbegreiflich waren. Die Reise in den Himmel könnte also nicht nur eine spirituelle oder allegorische Bedeutung haben, sondern auch eine technische. Die Darstellung der Stufen der Himmelsreise mit Etana, der die Erde unter sich kleiner werden sieht, die Meere als riesige Gewässer und die Kontinente aus der Vogelperspektive, erinnert an moderne Beschreibungen von Raumflügen und der Sicht auf die Erde aus dem Weltall. Dies könnte darauf hinweisen, dass solche Reisen tatsächlich stattfanden und in den Mythen der Antike niedergeschrieben wurden. Die Präastronautik-Theorie legt nahe, dass viele alte Mythen und Legenden auf tatsächlichen Begegnungen mit außerirdischen Wesen basieren. Im Fall des Etana-Mythos könnte der Adler, der Etana in den Himmel trägt, als Metapher für ein außerirdisches Raumschiff interpretiert werden. Der Adler könnte demnach ein Symbol für die Technologie sein, die den Menschen Zugang zu Wissen und Fähigkeiten ermöglichte, die sie sonst nicht hätten bekommen können. Diese Interpretation stützt sich auch auf die Art und Weise, wie die Götter in den Mythen beschrieben werden, oft als Wesen, die in leuchtenden Wagen vom Himmel herabsteigen oder auf Wolken reisen. Solche Beschreibungen könnten auf fortschrittliche Technologien hinweisen, die mit dem Verständnis und den Begriffen der Menschen in der Antike erklärt wurden. Der Adler könnte daher als ein solches Fahrzeug gesehen werden, das von einer höheren Intelligenz gesteuert wird. Ein weiterer Aspekt, den die Präastronautik-Theorie hervorhebt,
ist die mögliche Darstellung von außerirdischen Interventionen in der menschlichen Geschichte durch Symbole und Metaphern in Mythen. Die Himmelsreise Etanas könnte eine der frühesten Erzählungen über Menschen sein, die durch außerirdische Technologie über die Erdatmosphäre hinaus gelangen. Dies könnte nicht nur die mythologische Symbolik erklären, sondern auch die historischen Darstellungen, die wir heute in Keilschrifttafeln und anderen antiken Aufzeichnungen finden. Bedeutung der Herrschaft und der Fruchtbarkeit im Mythos. Ein zentraler Aspekt des Etana-Mythos ist Etanas Suche nach der Fruchtbarkeit, um seine Herrschaft zu sichern. In der antiken Welt war die Fähigkeit eines Königs, einen Erben zu zeugen, von entscheidender Bedeutung für die Stabilität des Reiches und die Fortsetzung der königlichen Linie. Der Mythos stellt Etana als einen verzweifelten Herrscher dar, der bereit ist, alles zu tun, um einen Erben zu bekommen, sogar bis in den Himmel zu reisen, um die Götter um Hilfe zu bitten. In der Präastronautik-Theorie könnte diese Suche nach der Fruchtbarkeit auch als Suche nach Wissen oder Technologie interpretiert werden, die den Menschen überlegene Fähigkeiten verleiht. Die Pflanze der Geburt könnte eine Metapher für eine genetische oder biotechnologische Lösung sein, die es ermöglicht, die Fruchtbarkeit zu steigern oder das Leben zu verlängern. Solche Interpretationen finden sich auch in anderen antiken Mythen, wo Götter oder übernatürliche Wesen den Menschen Wissen oder Technologien übermitteln, die weit über das hinausgehen, was damals bekannt war. Die Präastronautik-Theorie vermutet, dass die Götter, die Etana, die Pflanze der Geburt, zur Verfügung stellen, in Wirklichkeit außerirdische Wesen sind, die über fortschrittliche biotechnologische Kenntnisse verfügen. Diese Interpretation wird durch die Beschreibung der Götter als Wesen unterstützt, die im Himmel leben und nur schwer zugänglich sind, es sei denn, man wird von einem Adler oder einer entsprechenden Technologie dorthin gebracht. Diese Götter könnten also Repräsentationen außerirdischer Wesen sein, die über die Fähigkeit verfügen, in die menschliche Biologie einzugreifen. Ein Vergleich mit anderen präastronautischen Theorien zeigt, dass ähnliche Motive in verschiedenen Kulturen auftauchen. Beispielsweise gibt es in den sumerischen Mythen Erzählungen über die Anunnaki, eine Gruppe von Göttern, die von einer fernen Welt kamen und die Menschheit erschufen oder modifizierten. Auch in den ägyptischen Mythen finden sich Hinweise auf Götter, die vom Himmel kamen und den Pharaonen Wissen und Technologie brachten. Der Etana-Mythos könnte also ein weiterer Beleg dafür sein, dass solche Geschichten nicht nur mythologische Erfindungen sind, sondern auf tatsächlichen Begegnungen mit außerirdischen Besuchern basieren. Die Suche nach der Pflanze der Geburt und die Reise in den Himmel könnten demnach als Beschreibungen von Interaktionen mit fortschrittlichen Zivilisationen interpretiert werden, die den frühen Menschen Technologien zur Verfügung stellten, die ihre Gesellschaft und Herrschaftsstrukturen maßgeblich beeinflussten. Um die Bedeutung des Etana-Mythos im Kontext der Präastronautik besser zu verstehen, lohnt sich ein Vergleich mit anderen Mythen, die ähnliche Themen behandeln. Der Gilgamesch-Epos, ebenfalls aus Mesopotamien stammend, erzählt die Geschichte eines Königs, der nach Unsterblichkeit sucht und dabei den Göttern nahekommt. Wie im Etana-Mythos gibt es auch hier Motive der Himmelsreise und des Strebens nach etwas, das über menschliche Fähigkeiten hinausgeht. Gilgamesch begegnet in seiner Reise übernatürlichen Wesen und sucht nach dem Geheimnis des ewigen Lebens, was Parallelen zu Etanas Suche nach der Pflanze der Geburt aufweist. Ein weiteres relevantes Beispiel ist das Enuma Elish, das babylonische Schöpfungsepos. Dieses Werk beschreibt eine Zeit, als die Götter die Erde besuchten und sie formten. In vielen dieser Mythen finden sich Hinweise auf überlegene Wesen, die als Götter verehrt wurden, aber möglicherweise technologische Mittel hatten, die für die damalige Zeit unvorstellbar waren. Diese Beschreibungen können durch die Linse der Präastronautik als Hinweise auf fortschrittliche Technologien interpretiert werden, die von außerirdischen Besuchern eingeführt wurden. Die Präastronautik-Theorie nutzt diese Parallelen, um zu argumentieren, dass die Ähnlichkeiten in den Mythen auf einen gemeinsamen Ursprung hinweisen könnten, den Besuch außerirdischer Wesen, die als Götter oder übernatürliche Kräfte wahrgenommen wurden. Der Etana-Mythos reiht sich in diese Tradition ein, indem er ebenfalls von einer Reise in den Himmel und dem Streben nach göttlicher Hilfe spricht,
die durch fortschrittliche Technologie möglich gemacht wird. Die Verbindung von Himmelsreisen und übernatürlichen Hilfen in diesen Mythen könnte demnach auf tatsächliche Begegnungen mit außerirdischen Zivilisationen hindeuten, die mit fortschrittlicher Technologie die Menschheit beeinflussten. Diese Vergleiche stärken die Hypothese, dass solche mythologischen Erzählungen möglicherweise nicht nur religiöse oder kulturelle Fiktionen sind, sondern Zeugnisse von Interaktionen mit fortschrittlichen Zivilisationen, die in der antiken Welt als Götter verehrt wurden. Die Präastronautik-Theorie geht davon aus, dass viele antike Mythen und Legenden fortschrittliche Technologien beschreiben, die von außerirdischen Besuchern eingeführt wurden. Im Etana-Mythos könnten solche Technologien in der Form des Adlers und der detaillierten Himmelsreise verborgen sein. Während die traditionelle Interpretation den Adler als mythologischen Vogel betrachtet, schlagen Präastronautik-Anhänger vor, dass es sich dabei um ein technologisches Gerät handeln könnte, das von einer fremden Zivilisation benutzt wurde. Die detaillierte Beschreibung der Himmelsreise im Etana-Mythos gibt Aufschluss über eine mögliche technische Erfahrung. Etana beschreibt, wie er die Erde von oben sieht, mit klar erkennbaren Merkmalen wie Kontinenten, Ozeanen und Bergen. Eine solche Perspektive wäre für Menschen der Antike schwer vorstellbar, wenn es sich nur um eine metaphorische oder symbolische Darstellung handelte. Präastronautik-Theoretiker argumentieren, dass diese Beschreibungen eher zu einem Fluggerät passen, das die Möglichkeit bietet, die Erde aus großer Höhe zu betrachten, ähnlich wie bei modernen Flugzeugen oder Raumschiffen. In diesem Kontext könnte der Adler als Symbol für ein Raumschiff oder ein fortschrittliches Fluggerät gesehen werden, das Etana in den Himmel und möglicherweise darüber hinaus trägt. Die Vorstellung, dass der Adler ein technologisches Gerät darstellt, ist besonders plausibel, wenn man bedenkt, dass die Beschreibungen der Himmelsreise in der Mythologie sehr präzise und detailliert sind. Diese Beschreibung könnte darauf hindeuten, dass die Menschen der Antike tatsächlich Erfahrungen mit fortschrittlicher Technologie gemacht haben, die sie dann in ihre Mythen und Legenden integriert haben. Die Götter als Technologieträger. Zusätzlich legt die Präastronautik-Theorie nahe, dass die Götter, die im Mythos beschrieben werden, möglicherweise tatsächlich fortschrittliche außerirdische Wesen waren, die über Technologien verfügten, die den Menschen der Antike unverständlich waren. Die Götter könnten demnach nicht nur als übernatürliche Kräfte betrachtet werden, sondern als Träger von Technologie, die in den Mythen symbolisch beschrieben wird. Diese Interpretation bietet einen faszinierenden Blick auf antike Erzählungen und ihre möglichen technologischen Grundlagen. Sie schlägt vor, dass die beschriebenen Wunder der Götter möglicherweise auf reale, fortschrittliche Technologien zurückzuführen sind, die von außerirdischen Besuchern in die menschliche Kultur eingeführt wurden. Die Präastronautik-Theorie untersucht oft die Möglichkeit, dass antike Mythen tatsächliche Beschreibungen fortschrittlicher Technologien enthalten, die von außerirdischen Besuchern eingeführt wurden. Im Kontext des Etana-Mythos und seiner Suche nach der Pflanze der Geburt ergeben sich interessante Parallelen zu modernen Konzepten wie Flugtechnologie und genetischer Manipulation. Die detaillierte Beschreibung von Etanas Himmelsreise, das allmähliche Verkleinern der Erde unter ihm und die detaillierte Sicht auf Kontinente und Ozeane könnte aus der Perspektive der Präastronautik als Beschreibung einer modernen Flug- oder Raumfahrttechnik interpretiert werden. Der Adler, der Etana in den Himmel trägt, könnte metaphorisch für ein fortschrittliches Fluggerät oder Raumschiff stehen. In modernen Konzepten sind Flugzeuge und Raumfahrzeuge in der Lage, Menschen in große Höhen zu transportieren und eine detaillierte Sicht auf die Erde zu ermöglichen. Der Gedanke, dass der Adler im Mythos eine solche Technologie repräsentieren könnte, entspricht der Vorstellung, dass antike Menschen fortschrittliche Technologien mit Begriffen und Symbolen beschrieben, die ihnen vertraut waren. Die Pflanze der Geburt, nach der Etana sucht, könnte aus der Perspektive der Präastronautik auch als eine Form fortschrittlicher biotechnologischer Technologie interpretiert werden. In modernen wissenschaftlichen Konzepten wird genetische Manipulation als Mittel zur Verbesserung der Fruchtbarkeit oder zur Heilung genetischer Defekte betrachtet. Technologien wie CRISPR, Cas9 ermöglichen es heute,
gezielt Gene zu bearbeiten und so bestimmte Eigenschaften bei Lebewesen zu verändern. Die Vorstellung, dass die Pflanze der Geburt eine solche genetische Technologie repräsentiert, passt gut zu modernen Entwicklungen in der Biotechnologie. Präastronautik-Theoretiker schlagen vor, dass alte Götter oder übernatürliche Wesen möglicherweise über solche Technologien verfügten und diese in ihre mythischen Erzählungen integrierten. Die Suche nach der Pflanze könnte demnach als eine Suche nach einem biotechnologischen Werkzeug gesehen werden, das die Menschheit weitreichend beeinflussen könnte. Die Verbindung zu antiken Mythen wird durch die Tatsache gestützt, dass viele alte Geschichten von Göttern berichten, die Menschen besondere Fähigkeiten verleihen oder das Leben verlängern. Diese Beschreibungen könnten darauf hindeuten, dass die Menschen der Antike tatsächlich mit fortschrittlichen Technologien in Berührung kamen, die sie als göttlich interpretierten. Die Präastronautik-Theorie nutzt diese Parallelen, um zu argumentieren, dass viele alte Mythen technologische Erklärungen für das bieten, was als göttliche oder übernatürliche Intervention interpretiert wurde. Die detaillierten Beschreibungen von Himmelsreisen und der Suche nach Fruchtbarkeit könnten daher tatsächlich auf frühe Begegnungen mit fortschrittlicher Technologie hinweisen, die von einer außerirdischen Zivilisation bereitgestellt wurde. Im Etana-Mythos finden sich klare Parallelen zu modernen Konzepten der Technologie und Wissenschaft. Die Darstellung der Himmelsreise und der Pflanze der Geburt könnte Hinweise auf Technologien wie Fluggeräte oder genetische Manipulation enthalten, die in der Antike möglicherweise missverstanden oder mythologisch überhöht wurden. Die Präastronautik-Theorie schlägt vor, dass solche Geschichten tatsächliche Begegnungen mit fortschrittlichen Technologien reflektieren, die von außerirdischen Besuchern eingeführt wurden und die menschliche Geschichte und Entwicklung maßgeblich beeinflussten. Die Theorie schlägt außerdem vor, dass ähnliche Motive von Himmelsreisen und göttlichen Interventionen in Mythen weltweit auf einen gemeinsamen Ursprung hindeuten könnten. Diese These besagt, dass diese Erzählungen tatsächlich auf Begegnungen mit fortschrittlichen Wesen basieren, die als Götter verehrt wurden. In der ägyptischen Mythologie finden sich zahlreiche Erzählungen von Göttern, die in den Himmel aufsteigen oder vom Himmel herabkommen. Ein prominentes Beispiel ist der Sonnengott Ra, der täglich in seiner Barke über den Himmel reist. Diese Barke wird oft als ein Raumschiff interpretiert, das den Himmel durchquert. Der Gott Horus, der als Falke dargestellt wird, zeigt starke Parallelen zu Etanas Adler. Horus himmlische Reisen könnten als symbolische Darstellungen technologischer Ereignisse gesehen werden, bei denen ein fortschrittliches Fluggerät, möglicherweise ein Raumschiff im Spiel ist. In der griechischen Mythologie finden sich ebenfalls Erzählungen über Götter, die auf die Erde kommen und mit Menschen interagieren. Die Geschichte von Ikarus, der mit Flügeln aus Wachs und Federn fliegt und durch die Nähe zur Sonne abstürzt, könnte als missratene Nutzung einer frühen Flugtechnologie interpretiert werden. Während die traditionelle Sichtweise auf Ikarus' Flug als Warnung vor Übermut deutet, betrachten Präastronautik-Theoretiker diese Geschichte als Überlieferung einer verunglückten Raumfahrt. Im mesopotamischen Raum gibt es ebenfalls Parallelen. Das Gilgamesch-Epos erzählt von Gilgameschs Suche nach der Pflanze der Unsterblichkeit, die auffallend Ähnlichkeiten mit Etanas Suche nach der Pflanze der Geburt aufweist. Beide Mythen thematisieren das Streben nach göttlicher Hilfe und unsterblichem Leben. Die Präastronautik-Theorie deutet dies als Hinweis darauf, dass ähnliche außerirdische Begegnungen oder Technologien in diesen Mythen beschrieben werden. Das babylonische Schöpfungsepos Enuma Elish beschreibt die Schöpfung der Erde durch die Götter, die von den Himmeln herabkamen. Auch diese Geschichte könnte aus der Perspektive der Präastronautik als Beschreibung außerirdischer Besucher gedeutet werden, die fortschrittliche Technologien einsetzten, um die Erde zu formen und zu beeinflussen. Zusammengefasst legen die Ähnlichkeiten zwischen den Himmelsreisen und göttlichen Interventionen in verschiedenen Kulturen nahe, dass diese Geschichten möglicherweise auf universelle Erfahrungen mit fortschrittlichen Wesen basieren. Der Etana-Mythos, zusammen mit anderen mythologischen Erzählungen aus Ägypten, Griechenland und Mesopotamien, könnte demnach Zeugnis von realen Begegnungen mit außerirdischen Besuchern sein, deren Technologien in die antiken Mythen eingeflossen sind.
Die Vorstellung von Himmelsreisen und Götterflügen ist tatsächlich nicht auf die mesopotamische Kultur beschränkt, sondern findet sich weltweit in Mythen und Legenden. In den alten indischen Texten beispielsweise werden Vimanas beschrieben, die als fliegende Fahrzeuge der Götter gelten. Diese Vimanas sollen in der Lage gewesen sein, sowohl in der Atmosphäre als auch im Weltraum zu operieren. Diese Beschreibungen könnten als Hinweise auf fortschrittliche Technologien interpretiert werden, die möglicherweise außerirdischen Ursprungs waren. Auch in den Mythen der amerikanischen Ureinwohner finden sich Erzählungen über himmlische Wesen. In den Legenden der Hopi zum Beispiel werden die Kachinas erwähnt, spirituelle Wesen, die aus den Sternen kommen und den Menschen Wissen und Werkzeuge bringen. Diese globalen Muster zeigen, dass die Idee von Himmelsreisen und dem Kontakt mit überlegenen Wesen ein weit verbreitetes Konzept ist, das möglicherweise auf tatsächliche historische Ereignisse zurückgeht. Präastronautik-Enthusiasten argumentieren, dass der Einfluss außerirdischer Wesen in der Antike tiefgreifende Auswirkungen auf die Entwicklung menschlicher Zivilisationen hatte. Die Ähnlichkeiten in den Mythen könnten darauf hindeuten, dass es tatsächlich Kontakte zwischen Menschen und außerirdischen Besuchern gab, die als Götter verehrt wurden. Diese Wesen könnten Wissen und Technologien mitgebracht haben, die die Entwicklung bestimmter Kulturen beeinflussten und ihre Herrscher unterstützten. Im Kontext des Etana-Mythos könnte der Adler, der Etana in den Himmel bringt, als mehr als nur ein Symbol für göttliche Hilfe angesehen werden. Er könnte eine tatsächliche Intervention einer außerirdischen Macht darstellen, die eingriff, um Etanas Herrschaft zu sichern. Dies würde auch die weit verbreiteten Motive von göttlicher Unterstützung und Himmelsreisen in verschiedenen Kulturen erklären. Diese Motive könnten tatsächliche historische Begegnungen widerspiegeln, die in den antiken Mythen und Legenden überliefert wurden. Die Präastronautik-Theorie bietet eine faszinierende und unkonventionelle Perspektive auf antike Mythen und Erzählungen. Sie versucht, scheinbar unerklärliche Phänomene und detaillierte mythologische Beschreibungen mit möglichen technologischen Erklärungen zu verknüpfen. Im Fall des Etana-Mythos unterstützt die Theorie besonders durch die detaillierte Beschreibung der Himmelsreise, die sich mit modernen Vorstellungen von Luft- und Raumfahrt deckt. Präastronautik-Enthusiasten betonen, dass viele Mythen weltweit ähnliche Motive und Symbole teilen wie etwa Himmelsfahrten, Götter, die vom Himmel herabsteigen, und die Übermittlung von Wissen durch übernatürliche Wesen. Diese globalen Muster könnten darauf hindeuten, dass diese Geschichten einen gemeinsamen Ursprung haben, möglicherweise in den Besuchen von außerirdischen Zivilisationen. Für Fans der Präastronautik bietet der Etana-Mythos somit eine plausible Grundlage für die Annahme, dass fortschrittliche Technologien, die von den Menschen damals nicht verstanden wurden, in die mythologischen Erzählungen eingebettet wurden. Ein weiterer starker Punkt der Präastronautik ist ihre Fähigkeit, verschiedene Mythologien miteinander zu verbinden und in einen gemeinsamen Kontext zu stellen. Dies ermöglicht nicht nur ein neues Verständnis alter Mythen, sondern weckt auch die Faszination für die Möglichkeit, dass die Menschheit nicht allein im Universum ist. Jedoch ist die Präastronautik-Theorie in der wissenschaftlichen Gemeinschaft umstritten und wird oft als pseudowissenschaftlich betrachtet. Ein Hauptkritikpunkt ist das Fehlen konkreter Beweise für außerirdische Besuche in der Antike. Viele Argumente der Präastronautik basieren auf Interpretationen von Mythen, die oft als metaphorisch oder symbolisch angesehen werden, anstatt als wörtliche Beschreibungen historischer Ereignisse. Kritiker argumentieren auch, dass die Präastronautik oft Lücken im historischen und archäologischen Wissen mit außerirdischen Eingriffen erklärt, anstatt nach Erklärungen innerhalb des menschlichen Fortschritts zu suchen. Die Fähigkeiten der alten Kulturen, beeindruckende Bauwerke zu errichten, komplexe Gesellschaften zu entwickeln und fortgeschrittenes Wissen zu erlangen, werden durch die Präastronautik oft unterschätzt. Kritiker meinen, dass solche Theorien die Errungenschaften der Menschen herabwürdigen und auf übernatürliche Erklärungen zurückgreifen, wo natürliche und wissenschaftliche Erklärungen ausreichend sind.
Im Speziellen wird der Etana-Mythos von traditionellen Historikern und Mythologen als symbolische Darstellung des menschlichen Strebens nach göttlicher Hilfe und der Sehnsucht nach Unsterblichkeit betrachtet. Die Himmelsreise könnte ebenso gut als Allegorie für den Versuch verstanden werden, die Herausforderungen des Lebens zu meistern und die Gunst der Götter zu gewinnen, anstatt als tatsächliche Beschreibung eines Raumfluges. Befürworter der Präastronautik argumentieren, dass die Übereinstimmungen in globalen Mythen und die detaillierten Beschreibungen von Flug- und Raumfahrten in antiken Texten mehr als nur Zufälle sein könnten. Sie verweisen auf Überlieferungen, die weit über das hinausgehen, was die damaligen Menschen ohne technologisches Wissen hätten beschreiben können. Ein weiteres Argument ist die Frage nach der Quelle des technologischen Wissens, das in diesen Mythen beschrieben wird. Warum sollten alte Kulturen über detaillierte Beschreibungen des Himmels, der Erde aus der Ferne und technologisch fortschrittlicher Maschinen verfügen, wenn sie solche Dinge nie selbst erlebt hätten? Die Präastronautik liefert hier eine mögliche Erklärung, die über rein symbolische Interpretationen hinausgeht und einen historischen Kern vorschlägt, der auf tatsächlichen Begegnungen mit fortschrittlichen Wesen basiert. Einige Verteidiger der Präastronautik verweisen auf archäologische Artefakte, die angeblich moderne Technologien darstellen, wie die sogenannten Bagdad-Batterien oder antike Astronautenfiguren. Diese Funde werden als Beweise angeführt, dass es in der Antike bereits Wissen und Technologien gab, die weit über das hinausgingen, was man den damaligen Menschen zuschreiben würde. Auch wenn viele dieser Funde umstritten sind, bleiben sie doch ein zentraler Bestandteil der Argumentation für außerirdische Einflüsse in der Geschichte. Diese uralte Sage erinnert uns daran, wie tief verwurzelt die Sehnsucht nach Wissen und dem Unbekannten in der Menschheit ist. Sie inspiriert dazu, weiter über die Grenzen hinauszuschauen und die Mysterien unserer Vergangenheit neu zu überdenken. Lass mir doch ein Like da, falls es dir gefallen hat, und teile deine Gedanken und Theorien in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zusehen und deine Unterstützung und bis zum nächsten Abenteuer in den Tiefen der Mythologie und darüber hinaus.